Japan ist ein relativ sicheres Land. Also wenn man nach der Kriminalitätsrate geht, ist das Land schon recht sicher, je nach Delikt im Vergleich zu Deutschland ungefähr ein Sechstel bis ein Zehntel an Verbrechen. Es passieren selten schlimme Dinge, sage ich mal so ganz kurz und plump gesagt. Aber da sieht man auch oft, dass dann auch Leute deswegen mit ihrem Handy oder mit einer Tasche mit sämtlichen Wertsachen ihren Tisch reservieren im Café oder im Restaurant, während sie dann ganz locker und gelassen zur Theke gehen und irgendwas bestellen. Sowas sieht man echt oft und ich habe echt komisches Gefühl, wenn ich das sehe. So, vielleicht klaut da jemand gleich was oder vielleicht verschwinden die Taschen oder das Handy oder so, weil die sind ja schon relativ wertvoll. Das ist ja kein Computer, mit dem man rumläuft. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas passiert ist. Aber wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, die werden irgendwann mal eine bittere Erfahrung machen. Aber in der Regel passiert das wirklich nicht in Japan. Safety first. Führt aber auch dazu, dass dann halt viele Leute, die nach Deutschland kommen, die ich doch mal betreue, so ähnlich ticken und ähnlich denken wie in Japan und überhaupt nicht auf ihre Taschen achten. Habe auch miterlebt, dass eine Tasche von einer anderen japanischen Gruppe geklaut wurde in Deutschland. Ist auch nichts, was man erleben müsste. Ganz ehrlich, ist mir auch mal passiert in Schweden. Die Leute waren wirklich geschickt, muss ich sagen. Einfach japanisch. So, hallo, hier ist Hiro und heute geht es um das Thema, wie ticken Japaner bzw. Japan. Also quasi so eine Einleitung der Japaner Teil 2. Hier lernt ihr teilweise skurrilen Eigenschaften des Landes. Jo, wir sind im 21. Jahrhundert, aber Visitenkarten sind weiterhin noch extrem wichtig in Japan. Visitenkarten, ihr kennt ja wahrscheinlich, was das ist, also ein Kärtchen mit dem Namen und der Anschrift und Firmennamen und so weiter drauf. Und das bekommt man ja halt häufig im Geschäftsleben, wenn man zum Beispiel Leute kennengelernt hat. Aber kommt bitte ja nicht auf die Idee, die Visitenkarte gleich wegzustecken. Denn sie muss dann auf jeden Fall während des Gespräches auf dem Tisch bleiben. Oder wenn man im Stehen redet, sollte die Visitenkarte immer noch dann oben bleiben, so auf dem Visitenkartenetui. Ihr könnt euch auch so vorstellen, dass die Visitenkarte mehr oder weniger die Person euch gegenüber darstellt. Also auf keinen Fall unvorsichtig oder respektlos damit umgehen. Nicht mit dem Stuhl drüber fahren, nicht einfach in die Hosentasche stecken, nicht falten. Einfach sichtbar während des Gespräches schön aufbewahren. Und es gibt auch heute noch bei der Übergabe so zahlreiche Manieren, aber wichtig ist, dass man zum Beispiel die Visitenkarte mit beiden Händen annimmt, mit leicht gesenktem Kopf, und wenn man halt eine eigene Visitenkarte überreicht, muss man versuchen, diese eigene Visitenkarte niedriger zu halten als die Karte von der anderen Person. Aber wenn beide Leute versuchen, die Karte noch niedriger zu halten als die andere Person, da geht der Kampf richtig los. Ich gehe weiter runter und die andere geht noch weiter runter. Ha, überhaupt nicht einfach, sowas mag ich gar nicht. Es ist eigentlich so, wie ich gehe auf einer schmalen Gasse und jemand kommt mir entgegen und ich gehe mindestens dreimal so hin und her nach links, rechts, wo kann ich vorbeigehen? Bis die Person mir gegenüber ganz offensichtlich mit ihrem Gesicht zeigt, was ein Idiot. Darin bin ich gut. Einfach japanisch. Wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt oder auch von anderen Quellen wisst, hat Japan seine eigene, ja, teilweise skurrilen, schrägen Eigenarten. Und sowas lernt man auch natürlich mit meinen Videos, aber es gibt auch noch eine Methode, um solche kulturellen Eigenarten einfach zu lernen. Genau, die Sprache lernen. Dann lernt man noch die Feinheiten zwischen den Zeilen und man erfährt dann schneller, was Japaner wirklich denken und meinen. Weil sprachliche Eigenarten basieren ja sehr häufig auf die Kultur und das ist auch im Japanischen nicht viel anders. Und ich meine auch, dass ja auch viele natürlich den Kanal abonniert haben, einfach Japanisch, um sowas zu lernen, und da bin ich auch echt dankbar dafür. Also auf jeden Fall schon mal arigato, dass ihr hier seid, und ich hoffe, dass ihr dann weiterhin Spaß habt. Und bin mir auch eigentlich sicher, dass viele dann auch auf verschiedenste Arten lernen. Einige fangen mit Lehrbüchern an oder fangen erstmal nur mit den Zeichen an oder gleich mit der Grammatik. Jeder macht's anders, ist auch verständlich. Aber wenn jemand halt direkt das Sprechen oder das Hören lernen möchte, da empfehle ich euch die App Rosetta Stone. Mit der App lernt ihr die Sprache so wie zu Zeiten vor der Grundschule. Also ohne Grammatik, ohne Vokabelpauken, sondern durch Hören, Nachsprechen und das Deuten der grafischen Elemente, die angezeigt werden. Das läuft dann wirklich intuitiv wie in der Kindheit quasi. Wie gesagt, ohne Grammatik, ohne Übersetzung. Also man hat nicht das Problem, dass man erst in der deutschen Sprache denkt und dann ins Japanische umwandelt und dann einen Output macht.
sondern es funktioniert einfach so. Und wenn man etwas nachspricht, wird das auch von Rosetta Stone bewertet. Wenn da ein grüner Kreis erscheint, heißt es auf jeden Fall, jemand wird dich verstehen. In meinem Fall habe ich das auch mit Türkisch versucht und ich kann zumindest die Sachen so aussprechen, dass die Leute mich auch verstehen. Hab's auch wirklich probiert und das hat geklappt. Und ich sag mal, diese intuitive Art von Rosetta Stone ist gut für Leute, die bisher nicht so viel Glück mit Lehrbüchern oder Grammatikübungen hatten. Macht ja auch weniger Spaß, wenn man da nicht vorankommt. Und für die Zuschauer des Videos gibt es natürlich eine Collab von Rosetta Stone und einfach Japanisch. Der Lifetime-Zugang auf allen 24 Sprachen kostet normalerweise 349 €, aber mit dem unteren Link nur noch 174,50 €, sprich 50% günstiger. Lifetime heißt auch wirklich Lifetime, ihr zahlt einmal und danach nie wieder irgendwas. Und verteilt in den nächsten 12 Monaten sind es dann ungefähr 14,50 € im Monat, also weniger als 50 Cent am Tag. Das ist eigentlich okay. Und das Gute ist auch, dass da 30 Tage Geld-Zurück-Garantie angeboten wird, wenn ihr nicht zufrieden seid. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben oder mit irgendwas unzufrieden sein, bekommt ihr das Geld sofort zurück. Den Link zur Rosetta Stone Aktion findet ihr unten. Viel Spaß damit! Und zurück zum Thema. einfach japanisch. Japan ist extrem teuer. Ein Apfel kostet 30 €, eine Honigmelone 200 € und ein Stück Erdbeere auch wieder 30 €. Was geht da denn ab? Ja, sowas hört man sehr häufig und es gibt tatsächlich solche Früchte, die mega teuer sind. Allerdings sind das keine Früchte, die man im Alltag isst. Im Supermärkten gibt es durchaus Früchte, die man auch bezahlen und essen kann. Zum Beispiel Bananen, also nicht nur eine, sondern mehrere für 100 Yen, also ein bisschen über 70 Cent. Oder 8 Kiwis für 2,80 € und so. Sowas ist eigentlich gang und gäbe. Das ist für den täglichen Verzehr gedacht. Ja, und warum sage ich täglichen Verzehr? Diese ultra teuren Früchte sind nämlich Geschenke. Also mit dem teuren Geschenk möchte man zeigen, wie sehr man sich bedankt oder wie sehr man an eine andere Person denkt. Da werden auch wirklich die auserwähltesten Früchte der auserwähltesten Früchte gesucht. Bei zum Beispiel einer Melone sieht es so aus, dass da überhaupt kein Kratzer ist. Da hat man eine Melone, die fast schon computergrafisch perfekt ist. Und sie schmeckt auch tatsächlich ganz gut. Bekannt ist der Laden Sembikir, der nur solche Früchte verkauft, also sehr teuer bis ultra teuer. Und da heißt es auch, dass mindestens 98% der Kunden diese Früchte als Geschenke kaufen. Und natürlich hat das auch einen Hintergrund. In der Edo-Ära, sprich also im 16., nee, stimmt gar nicht, 17. bis 19. Jahrhundert ungefähr, waren Früchte einfach Geschenke oder besonderer Nachtisch gewesen. Denn die meisten Früchte werden auch nicht in Japan angebaut, sondern waren auch Importe. Importe, sprich teuer, luxuriös. Dieser Gedanke wurde auch bis heute beibehalten. Und in Europa dagegen, wie wir alle wissen, sind Früchte einfach da, was im Alltag schon immer vorhanden war und was man auch mehr oder weniger auch zu Mahlzeiten oder als Snack gegessen hat. Und nicht als besonderes Dessert. Nichts Spezielles. Ich habe auch auf jeden Fall schon mal solche ultra teuren Früchte gegessen, wie zum Beispiel die 200 € Melone oder auch eine Mango, die über 100 € kostet. Die hatte so unglaublich genialen Geschmack, aber berechtigt nicht, dass man dafür irgendwie das 20-fache zahlt von der besten Mango, die man hier zum Beispiel auf dem Markt bekommt. Was zählt, ist der Wille so quasi. Ich würde es mir persönlich nicht kaufen, aber es gibt weiterhin Leute aus Gründen, die sowas immer kaufen. einfach japanisch. Einige von euch wissen das bestimmt schon, aber die Blutgruppe spielt in Japan eine extrem wichtige Rolle. Zahlreiche Japaner glauben weiterhin, dass Blutgruppen auch die Persönlichkeit, die Charaktereigenschaften der Menschen beeinflussen. So nach dem Motto, B ist dann grob, A ist dann eher aufrichtig, 0 ist optimistisch, AB ist der Mix. Wäre natürlich super schön, wenn das so einfach wäre. Einfach aufteilen, man sieht die Tendenz und gut ist. Funktioniert nicht ganz, aber in der japanischen Gesellschaft ist das im Alltag drin. Also wenn man zum Beispiel mit jemandem redet, passiert auch oft, dass jemand dann sagt, hey, lass mich raten, deine Blutgruppe ist doch A. Ja, ich wusste es doch, bist ja so aufrichtig und ordentlich. Oder auch teilweise eigentlich auch pingelig und so, aber ist eigentlich kein Wunder. Ich meine, man kann auch einfach so sagen, du hast doch Blutgruppe A. Wenn nicht, sagt man einfach,
Null, oder? Denn 70% der Japaner haben entweder A oder Null. Statistisch gesehen einfach zu erraten. Und wenn man das errät, ist man irgendwie plötzlich der Held. Hier ein kleiner Fun Fact. Bei dieser Blutgruppenaufteilung wird der Rhesusfaktor komplett ignoriert. Das hat aber auch damit zu tun, dass in Japan wirklich kaum jemand Rhesusfaktor negativ hat. 0,5%. In Deutschland dagegen sind es ungefähr so 15% insgesamt. Am wenigsten sind es AB- in Deutschland. Ich glaube, einer von 100 Leuten. Nur im Japan sind es 0,05%, die AB- haben, sprich einer von 2000. Aber ja, zugegebenermaßen wurde diese Blutgruppenbestimmung schon zu Zeiten entworfen, als dieser Aspekt Rhesusfaktor gar nicht existiert hat. Das wussten sie gar nicht. Allein daran sieht man schon, wie zuverlässig das ist. Aber darüber reden wir nicht. Die Blutgruppe ist wichtig und Punkt. Nicht mehr fragen. Ist so. Einfach japanisch. Sich zu verbeugen ist wichtig. Da gibt es auch mehrere Stufen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Könnt ihr mal reinschauen. Aber das ist komplett in der Kultur drin. Und das ist etwas, was wirklich fast ausnahmslos alle Japaner machen. Was ich auch witzig finde, ist, dass damit auch viele Nicht-Japaner starten, sobald sie im Japan leben und Japanisch lernen. So spätestens nach 6, 7 Monaten, wenn sie angefangen haben, Japanisch zu sprechen, machen sie das auch sogar am Telefon. So, hallo, hallo, ja, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, shitsurei. Und dann merkt man, ich war zu lange in Japan. Ist schon komisch, dass man das auch am Telefon macht, weil der oder die Gesprächspartnerin kriegt das ja auch überhaupt nicht mit. Aber auch hier, der Wille zählt. Und selbst wenn das noch mit 5G nicht rüberkommt, vielleicht geht das ja irgendwann mit 6G, dass man auch die Verbeugung, die Neigung des Telefons dann auch noch übertragen wird. Mal schauen. Einfach japanisch. Und generell gibt es einfach viel zu viele seltsame Regeln in Japan. Also das Land könnte ich auch problemlos als das Manierenland bezeichnen. Nehmen wir mal als Beispiel so alte Firmen, die auch die Bubble Economy damals in den 90ern oder 80ern, 90ern überlebt haben. Da gibt es immer noch skurrile Regeln. Wie zum Beispiel ans Telefon rangehen, bevor es zum 3. Mal klingelt. Aber auch nicht sofort rangehen, das ist auch dann unhöflich. Man muss das richtige Timing abschätzen. So wie, danke. Und die Leute, die halt in der Firma neu sind, müssen auch erst den Telefondienst machen. Das ist dann so die beste Methode, angeblich die Kunden kennenzulernen und auch die ganzen sprachlichen Business-Eigenarten zu erfahren. Weiß nicht, ob das funktioniert. Und es gibt auch viele Platzordnungen wie das Prinzip Kamisa und Shimosa, der obere Sitz und untere Sitz. Kamisa, der obere Sitz, ist dann für Leute, die höher gestellt sind, also die Vorgesetzten oder die Präsidenten. Die sitzen zum Beispiel ganz weit nach hinten, also je weiter entfernt vom Eingang, desto höher der Rang des Sitzes. Ich glaube, das war irgendwie so der Hintergrund, dass man dann weniger von Attentätern attackiert werden kann. Andererseits ist auch da der Platz, wo man am schlechtesten wegkommt, wenn was passiert. Aber egal. Bei Taxis zum Beispiel ist Kamisa der Platz hinter dem Fahrer. Da kommt man ja am schwierigsten ran. Heißt es zumindest. Und in solchen Firmen ist es nicht angebracht, Notizen digital zu machen, sondern die müssen per Hand geschrieben werden. Weil das sieht mühseliger aus und ist nicht irgendwie so ein digitaler Quatsch, was man so ganz schnell machen kann. Da sind ja keine richtigen Emotionen bei und das geht ja ohne Elan und so. Wenn Sie meinen. Ich finde es schade, dass das Schreiben, ich meine, so handschriftlich ist zwar schön, aber eigentlich überhaupt nicht ergonomisch ist. Ist mir persönlich zu anstrengend. Und eine Regel, die ich auch sehr schwer verstehen kann, ist auch, man darf nichts trinken, selbst wenn etwas angeboten wird. Und da gibt es schon mittlerweile geteilte Meinung, aber sowas gab es mal als Geschäftsmanieren. Also mal angenommen, ich besuche eine Firma und ich bekomme einen Kaffee. Nur den Kaffee darf ich nicht anrühren, weil das ist unhöflich. So. Der Hintergrund dieser Geschichte ist eigentlich so, also wenn man zum Beispiel eine Firma besucht, um sich aus welchem Grund auch immer zu entschuldigen, dann ist es besser, den Kaffee oder was auch immer nicht anzurühren, weil man konzentriert sich voll und ganz auf die Entschuldigung. Alle anderen Moves zählen als Minuspunkt. Kann schön und gut klingen, aber ich persönlich sehe es dann noch eher andersherum. Angenommen, jemand kommt zu mir zu Besuch, ich frage, was willst du trinken? Und die Antwort ist Wasser. Ich bringe Wasser und das Wasser wird nicht angerührt. Das nenne ich unhöflich.
und nicht andersrum. Ich meine, ich muss dann das volle Wasser wieder wegschütten, wegbringen. Was soll das? Aber zum Glück sehen das auch mittlerweile viele Leute so und dass diese Regel nach und nach verschwindet. Sowas und auch viele andere Manieren scheinen ja auch so Mystery-Manieren zu sein, die irgendein Manierencoach zu irgendwelchen Zeiten im TV oder in ihren schönen Büchern damals veröffentlicht haben. Denn bei solchen zahlreichen versteckten oder nicht versteckten Regeln in Japan gibt es auch Leute, die natürlich davon leben, indem sie diese ganzen Manieren da beibringen. Und es wird langweilig, wenn die Regeln ja immer konstant bleiben und alle Leute sich damit auskennen. Daher kommt man natürlich auf die Idee, neue Regeln zu erschaffen. Je komplizierter, desto besser. Dann kommen Aufträge, um diese Manieren beizubringen. So funktioniert das Leben. Das war ein weiteres Video zum Thema, wie ticken Japaner bzw. Japan. Was haltet ihr von solchen Regeln? Schreibt gerne in das untere Kommentarfeld hinein. Ich persönlich sage, dass sehr viele Regeln äußerst seltsam, skurril und mittlerweile auch veraltet und unnötig sind. Aber einige sind ganz schön, finde ich. Zum Beispiel die Verbeugung. Also nicht mit dem ganzen Gradstufen, aber dass man sich verbeugt, um sich zu bedanken oder wenn man jemanden kennengelernt hat. Finde ich immer noch ganz angenehm. Gibt es noch etwas, was ihr denn gerne wissen wollt? Auch das könnt ihr gerne unten ins Kommentarfeld schreiben. Ansonsten vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Japanisch ticken ist ziemlich einfach, oder?